von dem Modular-Programm erfahren vom International Center und war mit Aalto, einer Universität in Helsinki, in Kontakt ohnehin. Und es hat sich dann angeboten, die mal zu besuchen. So war natürlich das ein Perfect Fit mit dem Modular-Programm auch, weil es natürlich genauso eine strategische Allianz, internationalen Austausch befruchten soll. Die Planung war eigentlich einfach, insofern, als dass wir ja davor schon im Austausch waren. Also einen Kontakt gehabt und habe dann über diesen andere Personen ausfindig machen können. Das Ganze wurde dankenswerterweise zentral von der anderen Uni in die Hand genommen. Die Sachen, die man einreichen muss für das Modular-Programm, das ist relativ überschaubar, würde ich sagen. Das ist auf der Webseite gut dargestellt. Ich glaube, das Wichtigste für die Planung ist, dass man halt vorab mit dieser Partnereinrichtung oder mit dem Partner, mit dem man dann in Austausch treten will, Kontakt hat und quasi schaut, was interessiert mich da und können die das bedienen und wollen die das auch bedienen. Es gab eine ganze Reihe von Fragen, die ich hatte, die waren hardwaretechnischer Natur. Also dass wir einfach sagen, ja, wie stattet ihr eure Räumlichkeiten für hybride Lehre aus? Wie funktionieren eure Videostudios? Was hat mich besonders fasziniert an Aalto waren natürlich technische Möglichkeiten. Der Gedanke, wie mit dem Equipment umgegangen wird, der war eigentlich faszinierender als das teure Zeug, was man vielleicht braucht, vielleicht auch nicht braucht. Oder was schön ist natürlich, wenn man es hat, aber was vielleicht auch in unserem Fall nicht zu rechtfertigen ist, wieso wir es haben sollten. Und dieser Gedanke der Offenheit, dass einfach jeder das bedienen kann, dass es wirklich nicht rumliegt, einfach die Sachen. Also dass da VR-Brillen sind, die 8.000, 12.000 Euro kosten, die einfach permanent benutzt werden, dass Leute quasi da sich zusammenfinden und Ideen entwickeln können in den Uniräumen. Das ist ein Konzept, das mir sehr gefallen hat. Und wie gesagt, also auch diese viel so als soziologisch triviale Erkenntnis, dass so petofugale Räume wie also eine Bar oder jetzt halt ein Kaffeeautomat, dass die zur Kommunikation da sind und Kommunikation schaffen oder öffentliche Räume so gestaltet, dass da Leute zu bestimmten Zeiten halt ihren Kaffee holen müssen oder können, dass dann auch ein Austausch stattfindet, der befruchtend ist für die ganze Company. Es ist auch eine größere Akzeptanz da, glaube ich, in Helsinki, Räume gemeinsam zu nutzen. Also diese Hybrid Lecture Hall, die sie da haben, wird im Übrigen mehr so als Live-Studio also gesehen, also dass man da quasi ein Event filmt, aber halt eine bestimmte Audienz, 60 Teilnehmer, da eben zuschauen können. Und diese Teilnehmergrenze wurde auch so gewählt, dass da niemand ein Event an einem Screen verfolgen muss, was in meinen Augen auch Sinn macht, weil sonst kann ich den Screen ja auch zu Hause haben. Also warum gehe ich dann auf ein Live-Event, wenn ich auf den Screen schaue? Auf jeden Fall ist diese Hybrid Stage in der Bibliothek von den Studierenden. Und meine Befürchtung wäre jetzt gewesen, ja, dass die Studierenden quasi hier bei uns, wenn man sagt, ja, wir sperren jetzt mal einen Teil der Bibliothek, um dann ein Live-Event zu haben, dass dann Leute auf die Barrikade gehen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das wird quasi genutzt, der Bereich ist abgesperrt, da geht auch niemand rein und geht despektierlich quasi oder geht unrespektvoll mit diesem Event um. Das fand ich faszinierend, ja, dass da einfach quasi so ein Common-Gedanke irgendwo da ist, also dass man bestimmte Sachen in der Öffentlichkeit nutzen kann. Film ist ein Studiengang da, die haben fette Videostudios. Natürlich kriegt man da viele ganz konkrete Kaufanweisungen, was gut ist, was schlecht ist, was die ausprobiert haben. Da gibt es natürlich Apps. Ich fand da einen spannenden Ansatz, dass man quasi so wie man es eigentlich nicht machen soll, spielerisch für einen Theorieblock in der Unternehmensführung quasi eingesetzt worden ist, wo ein Kurselement immer zu fluchtartigem Verhalten bei den Studierenden führt. Also sprich, in den Teil der Vorlesung wollte niemand gehen, weil das irgendwie so schrecklich langweilig ist. Man hat diesen Teil ausgelagert und als Spiel initiiert, zwar in dieser Gather Town, also in dieser, ich weiß nicht, 16-Bit, 8-Bit Optik, also relativ grobschichtig, aber die Studierenden sollen jetzt quasi in diesem Computerspiel ein Unternehmen an die Wand fahren. Das geht mit Multiple-Choice-Fragen. Das können sie aber nur, wenn sie die Theorien wissen, wie man erfolgreich ein Unternehmen führt. Und so ist quasi der Inhalt ganz spielerisch und ganz umgekehrt attraktiv gemacht worden. Also
Das waren spannende fachliche, inhaltliche Dinge, die ich da lernen durfte. Aalto hat auf jeden Fall im E-Learning-Bereich und auch was so Augmented und Virtual Reality anhat, sehr interessante Ideen, wo es sich für uns lohnt, hinzuschauen. Selbst wenn es nur ein Teil ist, den man von den Sachen wieder hier implementieren kann, dann ist es schon etwas. Also das hat sich schon etwas bewegt. Ja.